erster Arbeitstag in Bangalore. Bangalore School of Music für den Workshop. So, also meinetwegen können wir jetzt los. Life's like a road that you travel on, when there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where the blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate. Break down the guns. Wir haben jetzt wieder auch was Neues gelernt. In Indien sind Hausnummern auch egal. Also Nummer 8 ist gleich nach 691. So I twist I try to twist back and forth. It is good to also play the bass. And you play the bass. 1, 2, 3. Very good. Right. Very good. So. That was Ich meine, mach mal so an, wie es jetzt raus ist. Everything she does is magic. Everything she do just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she do just turns me on. Der Raum ist halt verhältnismäßig undankbar zum Singen. Ja. Wenn man es vielleicht ein ganz bisschen mehr macht, Dann könnte es sein, dass wir quasi auch, wenn wir in Indien sind, eine kleine Kirche hier auf die Bühne bekommen. mehr raus geht nicht. Ja, okay, das ist auch fast weg. So, nach dem indischen First-Class-Essen, das wir jetzt nicht uns hatten, sitzen wir jetzt, wie man hört, in diesem Tuk-Tuk und fahren jetzt zum Hotel. Was aber ganz schön ist, man kommt jetzt mal frische Luft, die einem so um die Nase weht. Touchscreen von 1920. Der wird noch, die Oma sitzt noch im Keller und tritt ins Pedal. Fahrkarten lösen für die U-Bahn. Nein, falsch. Falsch. Du musst doch, wir wollen doch nicht zum Airport. Wir sind doch im Airport. Richtig. Komm, lass mich mal, mein Daumen ist nicht so dreckig. Mach ich selbst, mach ich selbst! Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt hier gerade. Während in Bangalore es noch so war, dass uns die Leute echt wie Aliens die ganze Zeit angestarrt haben, merkt man jetzt schon, dass man hier so ein bisschen in der Hauptstadt ist, weil hier ist es den Leuten einfach herzlich egal. Life is a highway. I wanna ride it all night long. Down, digga, digga, down, down. If you're going my way, I wanna drive it all night long. Down, digga, digga, down, down. Wir sind Burkhard Ente. So we have been in Bangalore before. Oh, you have? Okay. So we had like 2 days to get used to it.
Wir haben doch mal die Gelegenheit, hier das Nachtleben von Neu-Delhi kennenzulernen, da wir jemanden Ortskundigen dabei haben. Wir sind jetzt hier im Haus Grasviertel, das ist übersetzt der Wassertank. Man kann sich ungefähr vorstellen, aber was hier getankt wird, ich glaube kein Wasser. Feuerwasser. Wir haben gestern unsere Konzerte hier in Indien abgeschlossen und sind heute Morgen also alle als Bässe aufgewacht. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir heute mal einen Tag frei haben. Wenn wir ein bisschen Anlauf nehmen, dann könnten wir es noch schaffen. Also wir haben gestern erfahren, dass Neu-Delhi tatsächlich die Stadt mit der stärksten Luftverschmutzung weltweit ist. Das hält uns aber nicht davon ab, dass wir jetzt trotzdem uns hier so ein bisschen die Tempelanlagen angucken. Und da hinten kann man jetzt schon sehen, die Anlage gucken wir uns jetzt an. So, wir waren jetzt gerade in dem Bhagwan-Tempel, also so ein ganz, ganz wichtiger indischer kulturelle Symbolfigur. Der wurde ein Tempel gewidmet und leider konnten wir das Handy nicht mit reinnehmen, da durften wir also nicht filmen. Aber es war sehr, sehr interessant, es gab unglaublich tolle Steinmetzarbeiten und Elefanten in allen Posen und das war, war echt irre. Also war sehr, sehr beeindruckend. Im Bhagwan-Tempel gab es auch sehr viele Bhagwan. Brot, Brötchen, Teigwaren, Bhagwan, alles verschiedene Sachen. Ja. Wir sitzen jetzt hier am Flughafen von, wo sind wir? Neu-Delhi, richtig. Und wir haben jetzt einen wunderschönen, kurzen, schmerzlosen Flug von 6 Stunden vor uns. Wir sind alle so ein bisschen, auch gerade so ein bisschen zerlatscht irgendwie. Aber da müssen wir jetzt, glaube ich, alle durch. Er macht schon komplett Pause. Er hat schon aufgegeben, aber gut. Kaffee? Das ist irgendwie doch schon ein krasser Bruch jetzt zu Neu-Delhi. Generell, also jetzt hier Shanghai. Es ist schon irgendwie, glaube ich, ein bisschen lustig hier. Man ist auch total lost in translation. Tobi hat ja gestern dann versucht, im einheimischen Imbiss sozusagen ein Tsingtao zu bestellen. Das hört sich ungefähr so an. Tsingtao? Und sie, hä? Er, Tsingtao, sie, hä? Er, Tsingtao und sie, Tsingtao. Ja, aber das war sehr, sehr schön. Ich glaube, das 5. Taxi ist wieder weggefahren. Wir wissen nicht ganz genau, was das Problem ist. Wir haben erst vermutet, dass es vielleicht sowas ist, dass sie nicht wissen, wo das deutsche Konsulat ist. Jetzt habe ich aber eher das Gefühl, denen ist das einfach nicht weit weg genug. Man sollte es kaum glauben, wir haben doch noch ein Taxi bekommen und wir haben jetzt herausgefunden, dass er immer gefragt hat, ob das einfach ein Taxometer drin hat. Und die hatten einfach alle keinen drin und das heißt natürlich dann, dass die auch irgendeinen Preis sagen können und das wollte er halt eben verhindern von dem Hotel. Und was sehr witzig ist dieses Papamobil, die Papamobil-Geschichte, also hier vorne, das geht dann hier weiter. Ich kann quasi eigentlich mit ihm, also ich habe keine Möglichkeit, das ist bestimmt auch schusssicher, also ich kann ihn auch überhaupt nicht erschießen, wenn ich wollte. Life is a highway, I wanna ride it all night long. If you're going my way, I wanna drive it all night long. Give me, yeah. Life is a highway, I wanna ride it all night long. Ja, Endlich und Weihnachten. Endlich ist es Weihnachten. Ich habe einen Sekt. Was will man mehr? Das ist kein Sekt, das ist Ach, Entschuldigung, das ist ja Champagner. Wie konnte ich das vergessen? Oh, excusez-moi, Monsieur. Ah. kein Problem. Chin Chin. Life is a highway, I wanna ride it all night.
Grüße nach Hannover. You guys were great. Excellent. Wir sind gerade auf Sightseeing durch Shanghai und wir freuen uns, dass wir hier ein bisschen authentisches China sehen. Zum Beispiel hier ein 5er BMW. Nee, man muss ja wirklich die chinesischen Ecken suchen, weil ansonsten sieht es ja aus wie in Europa. Was sehr interessant ist hier in Shanghai, hier gibt es nicht einen Obi-Fachmarkt oder irgendwas anderes, wo man dann losgehen kann und holt sich irgendwelche Unterlegscheiben oder irgendwelche Rohre oder sonst was, sondern hier gibt es dann ganze Straßen, wo es einfach ein Fachgeschäft neben dem anderen gibt. So, liebe Leute, wie ihr seht, die unglaubliche Skyline von Shanghai. Und da kommen wir auch eigentlich so zum Resümee unserer Tour. Ich würde es hier ein bisschen den Clash der Kulturen nennen, angefangen in Darmstadt, über Indien nach Shanghai. War schon spannend. Wir sind aber alle, glaube ich, auch ganz froh, wenn wir dann wieder nach Deutschland kommen. Ist dann immer ganz schön, wenn man dann merkt, man ist doch Europäer, finde ich. Man muss auch sagen, die Preise sind auch recht verträglich gewesen. Also so als Urlaubsziel, als Selbsterfahrungsreise oder vielleicht auch schon, wenn man Anhänger von Backwaren ist, kann man Indien in jedem Fall machen. Ja. Die Konzerte sind super angekommen. Der indische Song ist dann in China aber einfach auch ein Renner gewesen. Insgesamt konnten wir, glaube ich, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir sehen uns hoffentlich in Deutschland mal wieder bei einem Konzert oder in Amerika oder in Asien, wann auch immer. Ciao. Ich freue mich, dass ich mein Chinesisch um 100% erweitern konnte. Ich weiß jetzt, dass Xie Xie Danke heißt und Xi Xi, ich muss aufs Klo. Bleibt immer schön a cappella. Also, war schön. Wo kein Ende wünscht, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Xi Xie, Xi Xie. Life is a highway, I wanna ride it all night long. Down, if you're going my way, I wanna drive it all night long. Thank you for choosing Emirates and we wish you a very pleasant flight.